Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ava liebt noch. Roman von Vera Zischke zählt zu den bemerkenswertesten Liebesromanen des Jahres und hebt sich durch seine vielschichtige und feinfühlige Erzählweise hervor. Der Roman erzählt die Geschichte von Ava, einer Frau, deren Herz nach einem Schicksalsschlag zwischen Trauma und Hoffnung hin und her gerissen ist. Im Mittelpunkt steht nicht nur eine klassische Liebesbeziehung, sondern auch die Liebe zu sich selbst, die Suche nach Vergebung und Verständnis, sowie der Mut, sich dem Leben trotz aller Rückschläge zu öffnen. Die Autorin schafft mit sensiblen Charakterbeschreibungen eine dichte Atmosphäre, die tief in die Gefühlswelt und Entwicklung der Protagonistin eintauchen lässt. Die Sprache ist poetisch und dennoch klar, was dem Roman einen einzigartigen Charme und eine intensive emotionale Tiefe verleiht. Sowohl erfahrene LeserInnen von Liebesromanen als auch Menschen, die auf der Suche nach einer tiefgründigen, ehrlichen und modernen Liebesgeschichte sind, kommen mit diesem Buch auf ihre Kosten. Vera Zischke gelingt es, große Fragen zu Liebe und Verlust, Neuanfang und Heilung in den Mittelpunkt zu rücken und diese mit einem außergewöhnlichen Gespür für emotionale Zwischentöne zu erzählen. Ava liebt noch ist damit weit mehr als ein einfacher Liebesroman. Er ist ein Seelenporträt, das zum Nachdenken, Fühlen und Mitfühlen anregt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Avas Bewältigung von Verlust und Schmerz. Die Geschichte beginnt mit Avas Konfrontation mit einem schmerzhaften Verlust, der sie zutiefst erschüttert. Dieser tragische Moment ist der Ausgangspunkt für ihren persönlichen Heilungsweg. Der Roman reflektiert auf ehrliche und bewegende Weise, wie Ava versucht, mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz umzugehen. Dabei wird deutlich, dass Heilung Zeit benötigt und Rückschläge ein ganz natürlicher Teil davon sind. Vera Zischke gelingt es, Avas emotionale Achterbahnfahrt einfühlsam und authentisch darzustellen, sodass LeserInnen sich mit ihrer Verletzlichkeit identifizieren können. Die Autorin zeigt, wie Ava Schritt für Schritt den Weg zurück ins Leben findet, indem sie sich auch ihren schwersten Erinnerungen stellt, diese verarbeitet und neue Hoffnung schöpft. Somit steht diese Thematik exemplarisch für den menschlichen Umgang mit Verlust und die Fähigkeit, dennoch weiterzuleben und zu lieben. Zweitens. Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ein zentrales Thema des Romans ist Avas mühsamer Weg zu Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Im Verlauf der Handlung erkennt Ava, dass sie ihren Schmerz nicht allein durch andere Menschen bewältigen kann, sondern zuerst lernen muss, sich selbst zu vergeben und zu akzeptieren. Der Roman beschäftigt sich intensiv mit innerer Zerrissenheit, Selbstzweifeln und der Sehnsucht nach Bestätigung. Durch authentische Innenschauen und Dialoge macht die Autorin erlebbar, wie Ava ihre eigenen Fehler, Unzulänglichkeiten und Grenzen annimmt, um sich auf eine neue Liebe einlassen zu können. Die Botschaft, dass echte Liebe erst möglich ist, wenn man sich selbst lieben lernt, wird eindrucksvoll vermittelt. Dieser Aspekt macht das Buch besonders wertvoll für LeserInnen, die sich in ähnlichen emotionalen Situationen wiederfinden. Drittens. Neuanfang und Mut zur Veränderung. Ava steht nach ihrem Verlust an einem Scheideweg. Soll sie sich der Vergangenheit hingeben oder den Mut aufbringen, neue Wege zu gehen? Vera Zischke beleuchtet, wie schwierig, aber auch befreiend es sein kann, echte Veränderungen im eigenen Leben zuzulassen. Die Protagonistin muss lernen, Kontrolle abzugeben und die Ungewissheit des Neuanfangs zu akzeptieren. Dieser Prozess wird mit all seinen Höhen und Tiefen beschrieben, angefangen bei kleinen Alltagserfolgen bis hin zu bedeutenden Entscheidungen. Zischke zeigt auf, wie verschiedene Begegnungen und Erfahrungen Ava darin bestärken, alte Muster zu durchbrechen. Nebenbei thematisiert der Roman auch die Angst vor Rückschlägen und die Notwendigkeit, immer wieder aufzustehen. Auf diese Weise vermittelt er inspirierende Einsichten in die Kraft des Neuanfangs. Viertens. Die Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen. Im Zentrum von Ava liebt, noch steht die Vielfalt an Beziehungen, die Ava auf ihrem Weg begegnen.
seien es freundschaftliche, familiäre oder romantische Bindungen. Der Roman unterstreicht, dass Liebe nicht immer einfach oder eindeutig ist. Die Autorin zeichnet einfühlsam nach, wie Ava sich nach und nach wieder für andere Menschen öffnet und Vertrauen aufbaut. Dabei werden die Höhen und Tiefen zwischenmenschlicher Nähe gezeigt. Missverständnisse, Enttäuschungen, aber auch Vergebung und das Wachsen gemeinsamer Erinnerungen. Besonders hervorzuheben ist, wie die Geschichte verschiedene Facetten der Liebe ergründet, von leidenschaftlicher Hingabe bis hin zu platonischer Zuneigung. Jede Beziehung prägt die Protagonistin auf unterschiedliche Weise und verleiht dem Roman eine große menschliche Tiefe. Schließlich der Einfluss von Vergangenheit und Erinnerung. Ava muss sich im Laufe des Romans immer wieder mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Erinnerungen sind Fluch und Segen zugleich. Sie schmerzen, aber sie spenden auch Trost und geben Halt. Vera Zischke schildert die Macht von Erinnerungen und deren Einfluss auf das gegenwärtige Leben. Der Roman zeigt, wie Ava durch das bewusste Erinnern und Verarbeiten der Vergangenheit einen neuen Blick auf sich selbst und ihre Zukunft gewinnt. Die Auseinandersetzung mit alten Verletzungen setzt einen Prozess der Heilung in Gang, der von Hoffnung und dem Wunsch nach einem glücklicheren Leben geprägt ist. Durch Rückblenden und innere Monologe erhält das Publikum einen tiefen Einblick in Avas Innenleben und erkennt, wie wichtig es ist, Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern als Teil seines Lebens zu integrieren. Zusammenfassend: Ava liebt noch von Vera Zischke ist ein Roman, der besonders jene LeserInnen anspricht, die auf der Suche nach einer emotional überzeugenden, modernen und authentischen Liebesgeschichte sind. Das Buch eignet sich für alle, die in ihrem eigenen Leben schon einmal mit Verlust, Neubeginn oder der Suche nach Selbstakzeptanz konfrontiert waren. Es spricht Menschen an, die sich für die facettenreiche Darstellung von Gefühlen und die Tiefgründigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen interessieren. Die große Stärke des Romans liegt in seiner Ehrlichkeit und Nähe zu den eigenen Empfindungen. Statt übertriebene Dramatik oder Kitsch erlebt man hier eine gefühlvolle Reise, die angenehm nachwirkt und zum Nachdenken anregt. Durch die feinfühlige Erzählweise und die komplex gezeichneten Figuren unterscheidet sich dieser Roman von vielen anderen Werken im Liebesgenre. Er ist kein klassischer Liebesroman, sondern ein Plädoyer für die Liebe zum Leben und zu sich selbst. Wer dieses Buch liest, findet neue Impulse für die eigene Lebensführung, Verständnis für eigene und fremde Gefühle sowie den Mut, auch nach dunklen Zeiten auf ein helles Morgen zu hoffen. Ava liebt noch bietet einen besonderen literarischen Mehrwert. Man nimmt daraus wichtige Lebenslektionen, Trost und Zuversicht mit. Aus diesen Gründen lohnt es sich, gerade dieses Buch zu wählen. Es eröffnet nicht nur neue Perspektiven auf die Liebe, sondern erinnert daran, dass es sich immer lohnt, weiterzulieben und niemals die Hoffnung aufzugeben. Wenn Sie unterstützen möchten: Vera Zischke können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.